Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich noch einen kleinen Hinweis auf das aktuelle Giveaway geben, was noch gerade läuft. Und zwar hier auf YouTube, falls ihr es verpasst haben solltet. Es gibt 3600 Pilze zu gewinnen. Geht einfach auf das Video hier von gestern und dort habt ihr noch Zeit, euch einzutragen. Bis Samstag, 15 Uhr läuft das Ganze und ja, da am Samstag um 15 Uhr werde ich dann den Gewinner im Video ermitteln. Also einfach auf das Video von gestern gehen, ihr habt noch Zeit und nehmt sehr gerne am Giveaway teil, ist komplett kostenlos. Befolgt einfach die Bedingungen, die ich dort in dem Video erwähnt habe und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Nachdem wir letztes Mal die komplette Lichtwelt besiegt haben, werden wir heute uns die Schattenwelt anschauen. Ich habe alle Dungeons unlocked, ja, alle Schlüssel habe ich bekommen und jetzt werden wir gucken, wie weit wir kommen werden. Wir werden ein paar Pilze investieren, mal schauen. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir für das World Boss Event eine möglichst hohe Stufe haben, dadurch auch eine aktuelle Waffe kriegen. Denn wir haben gerade die Erkenntnis gemacht, dass auf jeden Fall der Waffenschaden definitiv extrem viel ausmacht. Und deswegen hatte ich jetzt auch gerade mir eine neue Waffe geholt. Ist egal, ob es eine Epic-Waffe oder normale Waffe ist. Es zählen nur die Basispunkte für den World Boss und nicht die Total Stats. Deswegen braucht die auch nicht verbessert werden oder in Stein rein oder so, sondern ihr könnt euch einfach nur eine normale Waffe aus dem Laden holen. Und wenn die so viel besser ist wie meine jetzt zum Beispiel, ja, ist auch eigentlich egal, welche Attribute da drauf sind. Hauptsache, der Durchschnittsschaden ist besser. Hatte ich mir jetzt gedacht, okay, das ist ein guter Anlass, um noch Schattenwelt-Dungeons zu pushen, damit wir noch ein höheres Level haben und bessere Waffen finden können für den World Boss. Ja, und deswegen gehen wir da jetzt rein. SF Tools hat, glaube ich, die Gegner soweit noch nicht ready. Das heißt, wir gehen auf blauen Dunst rein, gucken, wie weit wir das schaffen, insgesamt zu pushen. Ja, und gucken einfach mal, wie weit wir kommen, wie viel Level wir schaffen. Und in der Monstergrotte komme ich hier ja jetzt nicht mehr weiter. Die Gegner haben wir uns ja auch schon alle angeschaut in der Lichtwelt. Deswegen brauchen wir uns das Ganze jetzt hier nicht nochmal im Detail hier anschauen. In der Schattenwelt, weil wir kennen ja die ganzen Gegner schon. Und ich bin gespannt, wie weit wir kommen werden. Ich hatte schon... Okay, damit haben wir schon das erste Level ab. Ich hatte hier und da schon ein paar Leute gesehen, die gepusht haben hier. Und das sah auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Ich glaube, wir haben gute Chancen, ein bisschen was anzurichten in der Schattenwelt. Aber mal gucken. Ja, hier die Waffe ist auf jeden Fall auch schon besser für die Kunigunde. Aber die Spanne ist leider noch nicht so geil. Aber ich glaube, das wäre trotzdem schon ein Upgrade. Aber wir pushen trotzdem erstmal weiter. Wir gucken mal, was wir kriegen. Ne? Und falls ihr auch schon in der Schattenwelt ein bisschen gepusht habt, würde mich auch mal sehr interessieren. Schreibt es ansonsten auch sehr gerne mal in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Ne? Ich denke mal nicht, dass die ersten Leute schon komplett durch sind mit den Dungeons. Das wäre ein bisschen zu hart. Aber ich denke mal, wir haben hier ganz gute Chancen, ein bisschen was anzurichten. So. Auf jeden Fall haben wir hier viele Sachen, die wir zerlegen können. Zum Glück haben wir jetzt auch gerade hier Schmiede-Event, sodass wir die Sachen gleich alle hier zerlegen können, die wir nicht brauchen. Das ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Deswegen vom Timing her gar nicht so schlecht. Okay, hier haben wir auch eine Alle-Attributswaffe. Die kann eigentlich auch weg. Hier überlege ich mir noch, ob ich die mitnehme oder nicht. Da bin ich mir noch unsicher. Und der erste Dungeon ist hier schon gleich down. Mal gucken, ob wir den komplett durchkriegen hier. Level up, sehr schön. Das hat sich schon mal rentiert. So, das kann auch weg. So, kriegen wir den ersten Dungeon komplett durch, ist die Frage. Wir entern mal ein bisschen rein. Enter. Okay. Ja, der sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Ja, ich glaube, der ist nicht unmöglich. Aber wir gucken erstmal in den zweiten Dungeon rein. Mal gucken, wie weit wir hier kommen. So, ob wir hier auch noch ein bisschen weiterkommen. Wir sind übrigens gerade im Livestream. Hallo YouTube, abonnieren nicht vergessen. Jo, dankeschön Charlie auf jeden Fall. Ein sehr guter Hinweis. Ja, ein sehr guter Hinweis. Deswegen, falls ihr noch nicht gemacht haben solltet, sehr gerne abonnieren. Ja, dankeschön Charlie an der Stelle. Genau. Und deswegen, weil wir jetzt gerade hier auch rausgefunden haben, dass halt eben
der Durchschnittsschaden ziemlich wichtig ist. Also ich wusste ja eigentlich schon, dass es mehr oder weniger schon ziemlich wichtig ist. Ich wollte mir halt erst noch die Schattenwelt-Dungeons ein bisschen aufbewahren, aber für den World Boss ist es schon dann ganz gut, dann eine möglichst hohe Stufe zu haben, um dann auch ja, eine gute Waffe denn zu holen. Und es ist tatsächlich, es gibt mir ein ganz gutes Gefühl, dass man einfach nur eine normale Waffe aus dem Shop rauskaufen kann und damit schon deutlich... Oha, okay, das müssen wir wechseln, auch wenn die Spanne hier nicht... Alter, auch wenn die Spanne... okay, für mein... Ja, gut, aber da können wir auch eine normale... Also, ne, es ist egal, ob wir eine Epic oder Legendary Waffe, Hauptsache, wir nehmen eine Waffe, wo der Durchschnittsschaden höher ist. Und dann können wir da quasi schon mitarbeiten beim World Boss. Und das ist halt eben das, worauf es ankommt. Und wir haben kein Gold. Das gibt's ja wohl nicht. Das kann ja wohl nicht sein hier. So, jetzt nochmal schnell verbessern hier. So, ich glaube ein paar Mal, beziehungsweise ein paar Mal haben wir hier auch eine Verstärkung drauf gehabt, ne? Ja, wir kriegen keine Ressourcen wieder. Aber so 3 Mal oder so, ist schon viel, sind schon viele Attribute so, ne? Machen wir mal noch einmal. Ja, schon mächtig. Kriegen wir zwar jetzt nicht mehr wieder die Ressourcen, aber dadurch haben wir nochmal gut mehr Stat-Punkte gemacht auf dem Marquardt. Also kann man mitnehmen, definitiv. Mal gucken, ob das jetzt hier auch was ausmacht, ja. So, nächster Gegner down. Wir haben auch leider keine Zerlegpunkte mehr. Das heißt, wir müssen morgen wieder ein bisschen weitermachen. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir kommen. Hier noch in der Schattenwelt, was die nächsten Dungeons ja, sagen. Aber ich glaube, es wird natürlich immer schwieriger. Ich glaube, den kriegen wir komplett down noch. Aber ich glaube, danach wird es dann schon echt haarig werden, auf jeden Fall. Ja, aber auch mal wieder ein Anlass, ein bisschen zu leveln, ne? Dadurch, dass man ja, jetzt den World Boss vor sich hat, ist es schon gut, immer ein hohes Level zu haben, um halt eben eine schöne Waffe auch zu bekommen. Okay, das ist krass. Also hier kommen wir jetzt tatsächlich schon nicht mehr weiter. Okay, heftig. Aber gut, ist ja auch klar. Also hier, den Dungeon, den kann man erst ab 660 betreten, ne? Das darf man nicht vergessen. Die sind schon ein ganz schöner Brocken hier auf jeden Fall, ne? Hier, der ist erst Beitritt ab 680. Ja, mal gucken. Ja, ja, uiuiuiui. Ja, das wird natürlich noch ein bisschen dauern, ne? Das ist krass. Ja, dann brauchen wir hier wahrscheinlich gar nicht probieren, ne? Alter Schwede. Alter Finde, ja, da haben wir noch echt was zu tun. Aber hier haben wir das schöne Hintergrundbild von Thorsten. Ja, das sieht sehr nice aus hier. Okay. Ja, heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht im 3. Dungeon kriegen wir noch den ersten Down oder so. Wird vielleicht auch klappen. Man könnte natürlich auch noch so arbeiten mit Runen wechseln und so, den ganzen Kladderadatsch. Aber ich glaube, ja, das ist erstmal nicht so wild. Also, ja, ich meine, wir kriegen jetzt hier sowieso nicht noch ein Level-Up zusammen. Aber wir haben, ja, zumindest noch 3 Level gemacht hier. Ja, also da kann man nicht haten. Bringt uns vielleicht ein bisschen weiter, auch in Bezug auf den World Boss. Und ja, aber gut, ich weiß gar nicht, lohnt sich das jetzt noch hier großartig weiter reinzupilzen? Ich würde sagen nicht, oder? Ich würde sagen nicht. Also in der also im Sandsturm liegt bei mir momentan auch nichts, kann ich euch sagen. Monstergrotte ist nicht machbar momentan, also ist schon machbar, aber braucht schon sehr viele Pilze. Liegt jetzt vielleicht bei 0,20 oder so, Schattenwelt jetzt. Ist machbar, aber ist mit einem großen Pilzaufwand steht das in Verbindung. Ja, und das ist tatsächlich schon hier das Ende der Fahnenstange, ne? Hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht, aber it is what it is. Und was cool ist, wir sind auf jeden Fall hier weiter als in der Monstergrotte. Ja, also in diesem Dungeon sind wir schon mal weiter als in den Dungeon davor. Ja, das wundert mich tatsächlich ein bisschen, dass der Dungeon leichter ist als der Dungeon davor. Aber ja, dafür ziehen die Dungeons danach viel heftiger an, auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir mal die Tage beobachten, was SF-Tools sagt, wie so die Chancen stehen bei den Gegnern. Je nachdem holen wir uns vielleicht noch den einen oder anderen, der jetzt am besten aussieht von den Chancen her. So rein, ja, aus dem Bauchgefühl würde ich sagen, ist es wahrscheinlich er hier. Ne, er hat auch die geringste Stufe. Das heißt, er könnte wahrscheinlich am ehesten noch liegen, so. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen.
Aber ja, viel weiter kommen wir jetzt tatsächlich im Moment nicht. Hätte ich nicht gedacht. Aber it is what it is. Und ja, dadurch sind wir aber jetzt auf Stufe 746 gekommen, was ja auch schon mal nicht verkehrt ist. Ne? Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Wir nähern uns der 750. Und ja, jetzt können wir uns auf die Suche machen nach einer neuen Waffe, beziehungsweise neuen Waffenschaden. Und das Ganze dann mal am World Boss testen, ne? Würde ich mal sagen. Aber ja, das werde ich euch dann zeigen im nächsten Video. Jetzt haben wir erstmal soweit alles in der Schattenwelt geklärt, was wir klären konnten. Ja, werden die nächsten Tage mal schauen. Ich werde wahrscheinlich noch so eine Art Endresümee machen, wenn wir mit dem World Boss durch sind, was so die Erkenntnisse jetzt vom ersten World Boss sind, worauf es wirklich ankommt und was man halt machen kann, um halt sich hier so gut es geht zu verbessern, ne? Wie zum Beispiel halt eben auch unter anderem solche normalen Waffen kaufen, um halt einfach den Durchschnittsschaden zu erhöhen. Und das macht dann schon wirklich einiges aus. Wir können das ja auch mal ganz kurz noch hier im Video testen. Ja? Wir haben hier jetzt 144 als nächsthöchste Waffe, beziehungsweise höchsten Waffenschaden. Das kostet zwar, ja, vielleicht kriegen wir auch was für Pilze und vielleicht noch höher. Dann können wir das nochmal direkt vergleichen hier. Also 144 war jetzt 149 hier, ist jetzt das höchste. Ja, da können wir auch gleich nochmal gucken, was wir jetzt davor und danach gehabt haben. So. Ich glaube, was Höheres bekommen wir jetzt erstmal nicht. Ne? Ich glaube, das war jetzt so das Ende der Fahnenstange hier. Ich glaube, vom Durchschnittsschaden her, okay, hier nochmal plus 9. Macht auch schon was aus. Ist zwar jetzt ein bisschen Waste, aber diese neuen Durchschnittsschaden machen tatsächlich auch schon was aus. Das hatten wir vorab auch schon getestet. Hier nochmal plus 4. Okay, aber jetzt wird es langsam lächerlich, oder? Aber wir nehmen es mit. wir holen jetzt wirklich das Maximum raus hier, was halt eben jetzt so geht. Okay? Und wir setzen jetzt einfach nur mal die Waffe rein, beziehungsweise ja, gucken mal, wie viel besser wir jetzt sind. Wir haben einen Screenshot gemacht vorher mit der Waffe, die wir jetzt vorher drin hatten. Also nicht meine Legendary Waffe, die ich jetzt gerade für die Dungeons anhatte, sondern wir hatten vorher auch schon jetzt mit 3 Level vorher eine aktuelle Waffe. Das war dieser Flasher gewesen, dieser Epic Flasher. Und ja, ich glaube, der hat jetzt schon aktualisiert, ne? Ansonsten aktualisieren wir nochmal die Seite und wir schauen mal, was das jetzt an Durchschnittsschaden mehr verursacht hat jetzt. Von dem Flasher zu der aktuellen Waffe, die wir jetzt haben. So, gucken wir nochmal. Lass mich nochmal kurz rein. Haben wir den Flasher eigentlich noch im Inventar? Ja, da ist er noch hier. Also wir haben hier minus 27 Durchschnittsschaden auf der Waffe. Und das ist jetzt quasi das Endresultat. Also das ist jetzt der Vergleich hier. Plus 27 Durchschnittsschaden mehr. Haben wir uns gesteigert von 91.044 auf 91.296. Also das ist quasi der Unterschied zwischen der Waffe hier und der Waffe hier. Ja, einfach nur der Durchschnittsschaden. Der Rest ist egal. Stat-Punkte, 3 Stat, ja, All Stat oder keine Ahnung was für ein Stat. Ist scheißegal, es kommt nur auf den Durchschnittsschaden an. Und das sieht man hier auch halt eben anhand von den Werten. Jo, das auf jeden Fall dazu. Und ich bin gespannt, also ja, was wir jetzt noch so rauskriegen, aber jeden Tag auf jeden Fall eine neue Erkenntnis. Aber das soll es erstmal soweit von dem Video gewesen sein. Soweit sind wir gekommen hier in der Schattenwelt. Ja, haben nochmal 3 Level-Ups mitgenommen und mal gucken, was wir die nächsten Tage noch so erreichen werden. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.